Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Mein Name ist Dr. Norbert Jäger alias Dr. Easy und ich möchte in diesem Video 3 Kritikpunkte durchgehen, die Gutachter verwenden in den sogenannten Peer-Reviewed Verfahren und die sie recht häufig verwenden. Ja? Also dass man sich schon darauf einstellen kann, wenn man so einen Kritikpunkt erhält und wie der in etwa aussieht. Wenn dich das interessiert, bleib gerne dran, in Kürze geht's los. Ja, der erste Kritikpunkt ist, ich lese es einfach mal vor, wird oft so formuliert: Die Einleitung nimmt einen Großteil der gesamten Arbeit ein und enthält viel zu viele bereits bekannte Aussagen. Nächster Punkt, der oft auftritt, ist: Der gesamte Abschnitt ist völlig unzusammenhängend, ohne definierte Gründe und Ziele. Dritter Punkt: Es ist nicht klar, welches Problem die Autoren zu lösen versuchen, bzw. warum sie eine bestimmte Methodik gewählt haben. Und der vierte Punkt vom ersten Kritikpunkt sozusagen: Ein Großteil des ersten Teils wurde im Wesentlichen aus dem Abstract ausgeschnitten und an anderer Stelle wieder eingefügt. Ja, so kann einmal ein Kritikpunkt aussehen, also wie ihr seht, sehr umfangreich. Und gehen wir das jetzt ein bisschen im Detail durch. Wenn wir uns den ersten Bereich anschauen, wo es heißt, die Einleitung nimmt einen Großteil der gesamten Arbeit ein und enthält viel zu viele bereits bekannte Aussagen, dann muss man eben darauf reagieren. Und das Wesentliche ist ja, dass man dann, wenn man diese Kritik bekommt, es ja auch korrigiert, um es dann möglicherweise beim selben Journal noch einmal einzureichen, oder man versucht es dann bei einem anderen. Aber wichtig ist, dass man es korrigiert, weil man darf nie ausschließen, dass nicht ein und derselbe Gutachter auch bei einem anderen Journal als Gutachter im Einsatz ist. Und das würde dann natürlich sehr ungut sein, wenn er merkt, aha, der hat diese Punkte, die ich ihm nahegelegt habe, nicht korrigiert. Also auf jeden Fall die Dinge korrigieren. Was wird man beim ersten Punkt machen? Beziehungsweise wenn man es im Vorhinein schon weiß, dass auf sowas Wert gelegt wird, dann kann man natürlich auch schon so hinarbeiten, dass das gar nicht auftritt. Was wird man machen? Naja, die Einleitung darf nicht einen Großteil der gesamten Arbeit ausmachen. Das ist einmal klar. Wie viel soll die Einleitung ausmachen? Naja, 15 bis 20% maximal. Und wenn das ein Großteil ist, dann heißt es, dann waren das, was weiß ich, 50-60% herum oder was. Also das darf es auf keinen Fall sein. Dann muss ich eben mir die Arbeit so gliedern, dass die Einleitung nur maximal ein Fünftel ausmacht und enthält viel zu viel bereits bekannte Aussagen. Ja, die bekannten Aussagen, im Wesentlichen die Einleitung soll ja darauf hinweisen, was die Arbeit zustande bringt, ob das mein Ziel ist, wo ich, was es zu erforschen gilt, und nicht jetzt bekannte Aussagen wiedergeben. Das kann vielleicht eine oder andere Bemerkung sein, aber mehr schon nicht. Im zweiten Punkt heißt, der gesamte Abschnitt ist völlig unzusammenhängend, ohne definierte Gründe und Ziele. Es darf nicht sein, dass eine wissenschaftliche Arbeit unzusammenhängend ist. Wie ihr wisst, muss jeder Absatz mit dem nächsten zusammenhängen und auch mit dem vorigen schon zusammenhängen. Jeder Abschnitt muss mit dem nächsten zusammenhängen, auch mit dem vorigen. Das heißt, das Ganze, das ist ein großes Ganzes und alles ist wie eine Kette mit dem nächsten Glied miteinander verbunden. Und wenn es dann hier heißt unzusammenhängend, ohne definierte Gründe und Ziele, dann passt etwas ganz grundsätzlich schon nicht. Gründe und Ziele müssen ja definiert sein am Anfang schon. Was ist das Ziel der Arbeit? Worum geht es? Was soll rauskommen dabei? Und so eine Kritik ist natürlich grundlegendst, sage ich einmal, und wird keine gute Note sein. Wenn man es in Noten rechnet. Beim Gutachten geht es ja nur darum, ob es aufgenommen wird oder nicht. Dritter Punkt: Es ist nicht klar, welches Problem die Autoren zu lösen versuchen und warum sie eine bestimmte Methodik gewählt haben. Auch das, es muss klar sein, welche Methode wurde gewählt, warum wurde sie gewählt und
mit welchem Ziel und welche unterschiedlichen Möglichkeiten an Methoden gibt es auch. Es ist ja nicht immer nur eine Methode möglich. Ja? Also das genau beschreiben, ganz wichtig. Und der letzte Punkt, ein Großteil des ersten Teils wurde im Wesentlichen aus dem Abstract ausgeschnitten und an erst anderer Stelle eingefügt. Auch ein absolutes No-Go, man kann nicht etwas aus dem Abstract schneiden und dann 1:1 einfügen mit Copy und Paste. Ein Abstract hat eine ganz andere Aufgabe als die anderen Teile der Arbeit und man kann hier niemals mit Copy und Paste arbeiten. Was ein Abstract ist und wie das aufgebaut ist, zeige ich in einem anderen Video, ist aber nicht zu vergleichen mit den anderen Teilen der Arbeit. Ein zweiter Kritikpunkt, der öfter vorkommt, ist etwas kürzer gehalten, aber hat es nicht weniger in sich. Der Autor hat die Hintergrundinformationen nicht mit dem Zweck der Arbeit in Beziehung gesetzt. Ja, Hintergrundinformationen sind so viel wie die theoretische Grundlage, Stand der Forschung, und den nicht in Beziehung mit der Arbeit setzen, heißt so viel wie die Arbeit baut gar nicht auf diesem Status quo auf, beziehungsweise nimmt gar nicht Bezug auf diese Hintergrundinformationen. Und das ist ja ein wesentliches Merkmal auch der wissenschaftlichen Arbeit. Und deswegen ist das auch ein ganz schwerer Fehler und wird natürlich auch nicht zu einer Aufnahme des Artikels führen. Es wird auch nicht erwähnt, was der Leser vom Rest des Papiers erwarten kann oder wie diese Informationen strukturiert sind. Der Leser vom Rest des Papiers erwarten, natürlich muss er das können. Er muss es im Abstract schon wissen, um was es geht. Er muss es in der Einleitung viel genauer und spezifischer noch wissen, was das Ziel und was die Methode, was überhaupt rauskommen soll dabei und wie die Informationen strukturiert sind. Natürlich, das muss der Leser alles wissen. Es kann nicht sein, dass das eben gar nicht enthalten ist. Deswegen unbedingt aufpassen auf diese Dinge. Aber wie ihr seht, so wird es häufig, also nicht, das sind keine seltenen Kritikpunkte, sondern häufige. So sieht es häufig aus. Das heißt, dieser Fehler wird auch häufig gemacht. Und wenn ihr das vorher wisst, dann könnt ihr das natürlich schon vermeiden. Der dritte Kritikpunkt, der häufig vorkommt, wird oft so formuliert: Bitte denken Sie daran, dass das Papier von unerfahrenen Doktoranden oder anderen, die ihre Arbeit in ihrem spezifischen Bereich beginnen, gelesen werden kann. Ja, das heißt, wenn der Gutachter das so formuliert, dann ist die Arbeit nicht so geschrieben, dass es von, ich sage mal, Anfängern, wie hier steht, unerfahrenen Doktoranden oder eben anderen Leuten, die in diesem Bereich erst beginnen, gelesen werden kann. Das heißt, es muss so formuliert werden, dass es im Prinzip auch ein Laie lesen kann. Ja? Er muss es zwar jetzt nicht alles verstehen, wenn er jetzt nicht vom Fach ist, aber es muss auch für den Laien lesbar sein. Und im Speziellen natürlich dann für einen facheinschlägigen, unerfahrenen Doktoranden sowieso. Und wenn das nicht ist, dann muss ich meine Arbeit überdenken und überarbeiten lassen, beziehungsweise selber überarbeiten, wenn es darum geht, die sprachlichen Dinge zu verändern, so dass es wirklich ein Anfänger auch versteht. Ein zweiter Punkt, der hier vorkommt, ist: Bitte fügen Sie daher eine Erklärung oder zumindest eine Referenz hinzu, wenn Sie Begriffe im Zusammenhang mit und Terminologie für verwenden. Was ist hier gemeint? Wenn die Referenz fehlt, ich streiche das hier noch einmal an, und ich setze Begriffe in Zusammenhang oder gewisse Terminologien, dann ist das natürlich ein schwerer Fehler. Und ihr wisst, die Referenz muss immer da sein, wenn es um Definitionen geht, wenn es um Aussagen anderer geht, wenn es um einschlägige Terminologien geht. Und diese Referenz darf niemals fehlen. Und das ist, sage ich mal, ein grundsätzlich formaler Fehler. Ja, also das waren 3 wesentliche Punkte, die häufig vorkommen in Gutachten bei Peer-Reviewed Verfahren, oft in High-Quality Journals, und ich wünsche euch viel Spaß und gutes Gelingen. Bei Fragen gerne in den Kommentar stellen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.